So. Und bei mir ist noch 30, das heißt, ich bin pünktlich. Guten Abend miteinander. Wir haben uns heute hier versammelt, denke ich mal. Ja, guten Abend. Guten Abend, Gustav, Nagini, Mel. Oh, mindestens 4 andere. Warte mal, da müssen wir rein. Achso, ja, warte, ich muss nur umstellen. Da. Habe ich das jetzt umgestellt? Oh ja, jetzt. Was geht ab? Lilly, guten Abend. Und Schulchen. Heute nicht vorm Fernseher. Naja, im Prinzip noch pünktlich. Es ist ja 32. Das ist für mich noch pünktlich. Eigentlich kommt man nie pünktlich. Man hat immer ein paar Minuten dazu. Es gibt nur die, die wo pünktlich sind, das sind dann die komischen. Dann gibt es die, die wo viel zu früh kommen, das sind dann die ganz schlimmen. Und dann gibt es die, die wo leicht später kommen, was in Ordnung ist, weil man meistens noch was vorbereitet. Deswegen finde ich Leute, die pünktlich sind, immer schlimmer als die, die wo leicht zu spät kommen. Weil man hat immer noch irgendwas zu machen. Was zur Hölle ist das? Verlorene Stadt an der Front, Reich der Wüste. What the... Das habe ich nicht mal mitbekommen, keine Ahnung. Habe ich das überhaupt das letzte Mal angeschaut? Ich bin meist zu früh überall. Oh, dann bist du schlimm. Was heißt meist zu früh? Ein paar Minuten oder eine halbe Stunde? Frage, was kam im Update? Zuerst ist Kartenspiel. Das ist im Prinzip die größte Neuerung. Das Kartenspiel. Dann kamen natürlich die neuen Charaktere. Der Wanderer und... Scheiße, wie die heißen? Ein paar Minuten meistens. Achso, okay, ja, das ist noch in Ordnung. Also ich hab einen Kumpel mit seiner Freundin. Also früher, er ist immer der gewesen, der wo teilweise eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde zu spät kam. Jetzt ist er mit seiner Freundin zusammen. Die sind halt teilweise schon eine Viertel bis halbe Stunde, sind die schon früher dort. Einmal war es sogar, dass sie halt fast eine Stunde früher da waren. Also jeder, der denkt, dass es gut ist, irgendwo eine halbe Stunde früher aufzutauchen oder eine Stunde. Ihr seid sowas von falsch. Die Leute hassen euch dafür. Ein paar Minuten ist in Ordnung, nicht, dass mich wer falsch versteht. Weil ihr müsst immer eins bedenken, wenn jemand irgendeine Party schmeißt, Alter, der ist immer noch im Stress in der Zeit. Der hat bis zur letzten Minute, hat er normalerweise sein ganzes Zeug noch zu organisieren. Und das war damals hart, Alter. Die war richtig, also, das ist eine Freundin von meiner Schwester gewesen, die habe ich dann irgendwann kennengelernt, dann sind wir halt auch befreundet und etc. Und Alter, die war halt, also die sind damals früher gegangen, Alter, die war verdammt angepisst, Alter, weil die waren dann halt eine Stunde rumgehockt und die hatten nichts mit denen zu machen. In diesen 5 Wochen ultra viel verpasst. Weil ich am Anfang das gar nicht mitbekommen habe. Erst am Ende, wie die weg waren, dann sagen die anderen so, ja, Alter, hey, die waren halt schon fast eine Dreiviertelstunde eher da. Das sei wie. Die waren halt noch am Vorbereiten, alles zu machen. Das Essen so vorbereiten, den Grill und sonst irgendwas. Alter, war die angefressen. Nicht falsch verstehen, wir mögen die schon, ne? Aber das war schon hart. Wir mögen die schon, das hört sich auch so falsch an.
Was war jetzt da eigentlich schon wieder? Achso, ja. Ach, okay, das ist wieder rummetzeln. So. Unser übliches Ding. Nachdem jetzt eine Woche ausgefallen ist. Guten Abend, Darius. Mal Kartenspiel, Wanderer. Ich habe die andere vergessen. Wie hat jetzt die eigentlich nochmal geheißen? Das Kartenspiel ist für immer, ja. Ja, wenn man hilft, aber meistens, wenn ich ehrlich bin, das sollte man dann vorher ausmachen. Ob man helfen kann. Einfach auftauchen und dann sagen, ich helfe, ist auch scheiße. Weil, sagen wir ehrlich, meistens hast du da dein Ding, was du machen wirst und alles vorbereiten wirst. Und da brauchst du jetzt dann niemanden, der wo das alles durcheinander schmeißt, weil er plötzlich da ist. Also kurz, das Kartenspiel ist für immer da, ist im Katzenschwanz. Kannst du jederzeit anfangen, indem du einfach nach Mondstadt gehst. Ist auch irgendwie in Aktion um. Und ist eigentlich ganz cool. Spielt sich ein bisschen wie Gwent, also das Witcher-Kartenspiel. Und du kannst dann am Ende auch... Du steigst Ränge auf, kriegst Punkte dafür und kannst dann Karten kaufen. Das Geilste natürlich, die dynamischen Karten. Kosten einen Haufen Geld, bewegen sich aber auch. Finde ich immer noch geil. Ich wusste, dass irgendwas aus dem Katzenschwanz... Ja, aber es hat jetzt schon ewig gedauert, bis die da mal was gemacht haben, Mann. Ja, wenn du ein bisschen später kommst, dann kann er dann ankündigen, ist auch idiotisch, wollte ich so sagen. Wieso idiotisch? In Ordnung. Das kam jetzt komplett falsch. Gibt's auch etwa Feinde als Karte? Ja, gibt's auch. Hilichurls und Fatui und Bossmonster. Warte mal, kann ich nochmal reingehen? Deswegen ein paar Minuten, da rufe ich jetzt nicht eher an, aber halt, wenn es mal wirklich viel später wird, dann auf jeden Fall. Da hast du hier. Da, wie das Viech. Anderes Banner, das hat doch erst angefangen. 2 Wochen? Oder hier die Fatuis. Oder eine halt. Gibt's 2 eigentlich? Ah ja, den einen noch, den Simpson Boy. Das schaut geil aus. Okay, das schaut echt fancy aus. Das ist das Geilste von den Gegnern. Ningguang schaut auch top aus. Mit den Blättern, die rumschweben. Oh, Fischl? Oh, das ist auch cool mit den ganzen Blitzen immer wieder. So, jetzt machen wir mal was hier. Guten Abend, Angelika. Was ist ein Plan für heute? Wie immer Dailies und den ganzen anderen Käse. Und dann werden wir wahrscheinlich in die Story mit dem Wanderer einsteigen. Wanderer. Ich habe mehr verpasst als mein gesamtes Leben jetzt. Ja, das Gute ist, die Sachen, die ja da sind, die bleiben ja im Normalfall. Bis auf ein paar Events. Wanderer meint Schnucki. Oh, ich habe ja gesehen, man darf ihnen einen Namen geben, ne? Oh, das ist hart, ey. Wieso machen die sowas? Time to begin work? Weißt, ich würde am liebsten der Arsch sein, der einen richtig dreckigen Namen gibt einfach, weil ich ihn nicht ausstehen kann. Aber dann versaue ich mir das ganze Spiel. Weil er beschissen heißt. Ich habe schon Sachen wie Tolllecker gesehen, ja. Butthurt und so Zeug auch. Next on the agenda. Aber ich habe auch schon viel gesehen, ja. Ich habe schon nach japanischen Namen gegoogelt, die wo sich gut anhören, aber irgendeine schlimme Bedeutung haben. Wo kann man den Namen ändern? Also ich habe bloß gesehen die Szene, wo der Traveler mit ihm beieinander steht und er sagt, er braucht den Namen nicht mehr und er will einen neuen haben oder irgendwie sowas.
Und dann kannst du scheinbar einen neuen Namen eingeben. We're way behind schedule. Hä? Wo ist das Ding jetzt hin? Oh, da oben. Und du, nein, du kannst sie nicht Scaramouche nennen, das lehnt er ab. Er braucht diesen Namen nicht mehr. Skarai. Warum Skarai? Hat das eine Bedeutung oder ist es einfach nur von Scaramouche? Achso, ja, und guten Abend, TTHF. Was ist jetzt los? Links. Ach, Skaro, ey, Ich finde die Memes zu den zwei immer ganz cool eigentlich. Wo sie ihn dann irgendwie hält wie so ein kleines Kind oder so. Skara Nara, ja. Next on the agenda. Schauen wir mal. Ich hasse die Dinger, die da mir mit so. Daily Missions müssen schnell gehen. Zack, 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 fertig. Da oben ist eine. Oh, good. I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun Commerce. Story Quest gemacht. Ah, ja, stimmt, du hast ja die ganze Zeit einen Struggle mit der Ding gehabt. Mit Fuck, wie hat sie nochmal geheißen? Ich vergesse, wie sie geheißen hat. Ah, La Signora. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Oh, jetzt kommt ja dann als nächstes endlich die Yao Yao. Yao Yao? Ist die Yao Yao? Ich glaube schon. Das soll dann auch so nochmal einen guten Abend an alle, die wo jetzt noch dazugestoßen sind und stumm im Hintergrund hocken. Kein Problem. Das hat sich jetzt so falsch, so negativ angehört. Mit Al-Haytham und Yao Yao, ja. Ich bin kein großer Fan von Al-Haytham, ne? Aber sein Kampfstil gefällt mir. Das finde ich schon ganz cool. Da habt ihr, dass man die Pilze zähmen kann. Das ist schon vorbei, ja. Das hast du leider verpasst. Warte mal, wo gehe ich eigentlich hin? Al-Haytham Dendro-Kutschen. Ja, ein bisschen, würde ich sagen. Hä? Habe ich jetzt das schon gemacht? Bin ich jetzt bescheuert? Die Map vergrößert? Nee, erst im nächsten soll es scheinbar sein. Haben wir jetzt schon 4 gemacht? Ich habe doch erst 2 gemacht, oder bin ich jetzt ganz bescheuert? Okay, ich habe das echt gemacht und habe es jetzt vor lauter Gelaber nicht mehr mitbekommen, Alter. Guten Abend, Adrian. Mal schauen, ob der zweite mit einem Bild auch auftaucht. Neuen Boss? Ja, den gibt's auch schon. Den machen wir dann später auch mal. Muss ich den auch machen? Ich weiß gar nicht, habe ich den schon gemacht die Woche? Ich glaube nicht. Ich habe die Woche relativ wenig eigentlich gemacht mit dem Zeug. Ich glaube, ich habe mich bloß eingeloggt, habe mir meine 90 Primus geholt und bin wieder ausgeloggt. Nahida ist eigentlich stark genug, ich brauche eigentlich nichts mehr machen, außer die Talente ab und zu mal upgraden noch.
Was ist denn? Von Monster haben überhaupt keinen Sinn für Effizienz. Sie sagen, das ist ein Monster, die mir nicht passieren. Ist das neu? Ich kenne den Typen nicht. Zarewitsch. Ja, der Fuß des Berges. Der Fuß ist das, ne? Familie Hillis. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt auf nächstes Jahr. Es kommt ja jetzt dann, es ist jetzt angekündigt, dass dieses Blue Protocol kommt. Was ja auch so ein MMO-mäßiges Spiel ist oder so. Außer Paimon und Prinz. Wer zur Hölle ist denn Prinz? Ach stimmt, das war ja das dämliche Katzenvieh. War das Katzenvieh? Keine Ahnung. Alter, ich wollte einen halben Kilometer laufen nur wegen dem und dann darf ich ein paar Gegner killen und kann dann wieder zurücklaufen. Au. Wie viele Karten gibt es? Ich habe keine Ahnung, wie viele Karten das es gibt. Du bekommst ein komplettes Deck dafür, dass du spielen kannst. Auch Charakterkarten. Du musst dann dein Level steigern, kannst dir Charakterkarten und so ein Zeug dann kaufen. Und es werden noch, also es gibt noch nicht alle Charaktere und Monster. Wird wahrscheinlich in Zukunft immer mehr werden. Was suchst du da drüben so faul rum? Okay, jetzt haben wir alles. Take it easy. Add Astra. Thank you for coming. Okay, ich habe das eine Held echt gemacht, ohne nachzuschauen. War das einfach nur diese Gegner töten? Add Astra. Ich würde den Wanderer Very Important Paimons nennen. Das wäre doch auch ein Name, nicht Paimon. Oder man nennt ihn einfach nicht A. Oder kein Arkon. Das wäre doch auch was. Kein Gnosis würde auch passen. Oder Heul doch. Sind das einfach blaue Bäume auf dem Drachengarten? Keine Ahnung. Achso, das da. Das sind so noch so Missionen, die ich noch machen muss. Karten gegen andere. Also hauptsächlich spielst du gegen NPCs. Du kannst auch in einem Kartenspiel dann, wie gesagt, wenn du es anfängst, wird dir sowieso alles erklärt. Aber du kannst auch andere Charaktere herausfordern. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal kurz vorm Streamende noch gegen die Kutschin gekämpft. Holy shit, war das ein Kampf. Die war verdammt übel. Und dann bekommst du die Charakterkarten von denen. Du kriegst dann so Briefe und damit kannst du dann hierher gehen. Und kannst dann die Leute einladen und gegen die kannst du dann spielen. Du kannst aber auch Multiplayer spielen, also du kannst auch gegen Freunde spielen und sowas. Und ich weiß gar nicht, ob du einfach gegen andere spielen kannst, die wo irgendwo auftauchen. Oder was heißt auftauchen halt? War das geht nur bis Level 4? War das nicht Level 10 noch oder so? Achso, ja, Stündchen kannst du leider auch nicht sagen auf dem Handy. Ich hab das einfach mit der Kreditkarte. Da geht alles. Ging das nicht bis 10? Da.
Einladungstafel, neue Taverne. Achso, okay, Mehrspielermodus musste erst auf Stufe 4 kommen. Also musst du erst die NPCs herausfordern. Aber der Charakterkarten als Karten von Feinden wie bei Final Fantasy. Also nur bei denen, die wo du einladen kannst. Ja, aber du musst doch scheinbar irgendwas machen, oder? Da steht doch, verfügbar, sobald du Stufe 4 erreichst und deine EP die Aufstiegsvoraussetzungen erfüllen. Also muss es doch irgendwie gehen. Geniale Beschwörung, erachte dich als würdig, die Aufstiegsprüfung anzugehen. Also absolviere die Aufstiegsherausforderung, um zum Rang Kenner aufzusteigen. Ah, okay. Aber erst nächste Woche? Echt? Schrei bitte nicht rum. Brauchst du nicht entschuldigen, keine Ahnung. Zumindest habe ich aktuell keine Gegner mehr. Das Gute, es kann natürlich auch sein, dass es so begrenzen und dann irgendwann die Herausforderung geben. Ich weiß nichts vom neuen Update. Dann einloggen und let's go. Sorry, Nightbot. So. Jetzt müssen wir mal unseren... Warte mal, was will ich immer... Irgendwie ist mein erster Ding immer dann nur nach Inazuma. Habe ich den Typen schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Hast du schon gegen die NPCs gespielt? Gegen einen, ja. Weil ich musste ja. Den habe ich total weggebattelt. Oh, you're calling for me? Come in. Ja. Alle NPCs und 2 PvPs. Gegen welche hast du gespielt? Also Ganyu weiß ich ja. Ja, ja. Kleiner Roboboy. Roll, roll, roll. This way, Trailer. The Temple of Wisdom. Yeah. Here comes the cash. Yeah. Commit it to memory. Yeah. Perish! This way, Trailer. Hold the line. Oh, ja, warte, überspringen. A thousand eons, mine to dominate. Ja, ja, bla bla bla. Hä, warte, wieso hast du mich noch getroffen, du Saftnase? A brash maneuver. Oh ja. Gib mir das. Burn to oblivion. Commit it to memory. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Schön voll rennen. Ja, gib mir das. Oh, ich bin ja eigentlich schon aufgeladen. Hier, bitteschön. Reality is pain. Alter, nerv mich nicht um, Skara. Ich bin immer nur die voll. Burn to oblivion. Einfach stehen bleiben. Ich meine, er ist jetzt eh gleich runter. Good riddance.
Aha. This way through the river. Ja, bla bla bla. Ding wechseln. Alter, letztes Mal war ich vor ihm gestanden und hab nicht mehr gewusst, wie das geht. Bis ich gesehen habe, dass in der Mitte was war. Game's up. Fun's over. Yes! Commit it to memory. I was Badaboom. Und tschüss. Ach, 2 von dem Schrott. Und natürlich nichts zum Umwandeln, du Hund, du Elendige. Welches Game ist dein Lieblingsgame, was du gezockt hast? Final Fantasy 7 und Persona 5 Royal. Hast du die Übersetzung von Battlesongs und Skada schon gesehen? Was für eine Übersetzung? Was ist dieser Sing im Hintergrund? Keine Ahnung, das sind für mich immer nur irgendwelche Wortfetzen. Wie machen wir jetzt? Machen wir die Dinge? Aber von ihr habe ich eigentlich genug, ne? Ich glaube, wir machen wieder das Opfer. Sturmsrecken. Ich bin liebreizend, höre ich. Was? Ich bin nur für Terranigma. Also was ich ja jetzt spiele, falls ihr das gesehen habt, jetzt neues Let's Play erstmal, ob ich es komplett durchspiele, schauen wir noch. Scheiße, wie hat's jetzt wieder geheißen? Chained Echoes. Wie lange glaubst du, wie lange das Game noch weiter, bis es fertig ist? Also das wird vorher, Also es hat so viele Spieler, das wird ewig laufen. Rest and rebuild. Positions. Ich meine, das hat momentan einen Höchststand von... Yeah, roll. Warum magst jetzt du nichts mehr? Ach, fuck, Alter. Das hat das letzte Mal besser funktioniert. Dummer Sack. Ja, bla bla. Oh mein Gott, Hilfe, was kann er nur? Man kann auf Twilight klettern, na klar. Ich muss aber zugeben, das habe ich am Anfang auch versaut. Take it easy. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der das... Achso, ja, ich hatte... Was ist dein Twalin? Das Viech, was da rumsteht. Wenn du da oben lesen tust, siehst du, dass da Twalin steht. Allow me. This way through the river. Ich meine, ich werde auch die Ganyo mitnehmen können, dann wäre das alles viel schneller, aber... Oh. Ah, sehr schön 1 zum Umwandeln, finde ich gut. Was gibt's da? Nur Mist. Wie machen wir jetzt? Wir könnten den Wolf mal wieder machen, den habe ich schon ewig noch gemacht. Die Bosse haben doch auch immer so tolle Namen. Ja, bloß die werden halt immer länger, ne? Ich meine, du hast den relativ normalen Namen und dann hast du meistens noch so einen 10 Kilometer Namen unten dran stehen. So als Zusatz.
Ich habe letztes Mal schon gedacht, nur mein größtes Problem an dem ist halt, dass du da so weit hinlaufen musst. Dieser eine Boss in der einen Pyramide. Der ist ganz lustig Take eigentlich. it easy. Drop. Ja, laber mich nicht voll, schieb deinen Arsch raus. Oh, buhu, großer böser Wolf. Wo ist denn Rotkäppchen, Penner? Let's move out. Rest and rebuild. Grow, grow, grow. With all my strength. Yeah. This may turn unfamiliar. Yeah. Grow, grow, grow. Ja. Oh, wie jetzt schon losrennt. Ich springe mal da ungefähr. Ah, fuck, knapp. Oh nein, er wird jetzt durchscheiden. Here. Commit it to memory. Things are about to get dicey. This may turn a little. Stop fighting. Erledigt. Heilungsbonus. Mach zur Zeit ein Game. Der Name war irgendwas mit ultimative Sieg etc. Nicht ein bisschen langer Name? So, jetzt haben wir das da. Gehen wir mal dahin. Ach, dann hier geht's gut. Oh ja, Schmetterlinge. Care for a walk? Achso, das ist ein normaler Schmetterling. Na, du Sauschmetterling, ey, was ist los mit dir? Ich bin auch schon wieder sehr weit, ich bin jetzt auf 2 nach einer Woche. Allow me. Ja. Jetzt bin ich genau an dem verdammten Stock hängen geblieben. Guten Abend, Skies. Blau Sky, auch guten Abend. Hä? Ah! Liegt da hoch? Ah, Mist. So. Den da hinten noch und dann ist. Gehen wir weiter. Welches Event war dein Lieblingsevent? Boah. Dann machst du die Hauptstory jetzt dann in einer halben Stunde ungefähr. Bisschen was haben wir noch zu machen? Das Benedict kommt dann auch noch, keine Sorge. Wofür geben wir heute unser Ding aus eigentlich? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal alles nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Da. Fast den Daumen gebrochen, dann meine Stufe wurde fast überfahren. Naja, tägliches Leben und so.
Deswegen ist es immer gut, wenn man im Auto hockt. Da überfährt man die anderen, anstatt selbst überfahren zu werden. Ich habe jetzt aber bloß eins davon, ne? Oh, ich habe 2. So. Habe ich da eigentlich genug? Oh, wirklich? Das dämliche Zeug da? Habe ich da eigentlich genug? Oh ja, geht aber eigentlich. Oh, sehr schön, 4. Weißt du, wenn das immer so wäre? Halt falsch. Hier. Machen wir jetzt los. Hoch, das da? Ach, keiner macht mir erst das hoch. So. Jetzt haben wir... Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir noch unser Harz weghauen. Aber ich glaube, dann machen wir das mal... Level-Dinger, wobei ich jetzt gerade auch nicht so viel zum Leveln habe, ne? Kohle habe ich auch zu viel eigentlich sogar. Geil, machen wir solche Dinger platt. Und wenn wir das dann haben, dann gehen wir dann zum Ding über. Ach nee, warte mal, meine Dinger habe ich auch noch, ne? Cheat. Er ist jetzt auf. Alter, er ist jetzt auf. I see everything. So ein kleines dämliches Verknüpfen. Aber angereichtes Harz habe ich auch noch rumliegen. Genau, da lang. Warte. Da lang. Take it easy. Was für Tipps würdest du denn anfangen, Erik? Boah, einfach spielen. Du brauchst ja eigentlich Tipps, brauchst du erst später, wenn irgendwann. Wenn du dann auf einem höheren Level bist mit Artefakten und Waffen und sonst irgendwas. Was mache ich gerade eigentlich? Weil Genshin ist halt relativ einfach zu spielen. Erst später kommen halt ein paar Sachen dazu. Wo man sagen könnte, okay, da wären vielleicht Tipps sinnvoll. Busted. Here comes the catch. Here. Und vor allem hat man es jetzt als Spieler, der wo jetzt einsteigt, auch teilweise einfacher. Weil man halt mehr Auswahl an 5-Sterne-Charakteren hat. Wir hatten damals halt immer nur einen.
Jetzt hast du halt immer 2 Stück pro... Oder 4 Stück pro Patch. Wobei es natürlich blöd ist, wenn du alle willst. Everyone hold hands. So. Da ist Nummer 1. Oh, das von ihr macht mich wahnsinnig. Jetzt habe ich denke mal, hä, was ist das für ein Geräusch gewesen? Aber das ist die Nahida selber, ja. Help! Let's change tactics. I see everything. Nee, das kommt immer aufs Glück an. Grow, grow, grow. Yeah. Ouchie. Yeah, yeah. Nervsäge jetzt da. Allow me. Gibt's Tipps, mehr Glück zu haben? Hab einfach mehr Glück. Glaube an das Herz der Karten. Ne, warte, das ist ja Yu-Gi-Oh! Wie viel haben wir jetzt verbraucht? 1, 2, 3. Let's move out. Ey, wir stehen nie hier so rum. Macht auch immer voll Sinn. Irgendwo in der Landschaft stehen irgendwelche Wachen, dafür sind außenrum massenhaft Monster. Reisenden, rebuild. Everyone hold hands. Yeah. Earlier. Hey. With all my strength. Ja, gleich rauskommen und da die Feuerbällchen rumschmeißen. Yeah. 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 Hold the line. Committed to memory. Ah, okay, einzeln noch, dann passt es. Alter, wie viel Zeug das da immer gibt. Hä, was ignoriert Cindy? Warum ignoriere ich dich? Du hast doch gar nichts geschrieben, bist du ganz oben. Und die ganze Zeit ging es doch ums Kartenspiel. Warte, du warst am Anfang nicht dabei, kann das sein? Oh, habe ich nicht vor den guten Abend gesagt? Ups. Keine Ahnung. Leben ist momentan wirklich kein Spaß mehr. Pushst du nicht für Wanderer? Nö. Für mich ein Charakter, der nach meiner Meinung wie La Signora enden sollte. Wie immer, jeder, der Spaß mit ihm hat, soll ruhig Spaß haben. Für mich gehört er komplett verreckt, ey.
Dass ich dann erst freischalte. Warum denn das? Er sollte ja ganz einfach gelassen Jorat werden. Wenn man das als Ding benutzt für Genshin. So, jetzt haben wir das gemacht. Sparst du für jemanden? Der will ich haben. Wobei momentan Ding wäre halt auch ganz cool. Jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Scheiße, ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie er heißt. Der Erke, ihr Bruder. Ayato. Da bin ich am Überlegen, weil ich den das letzte Mal nicht bekommen habe. Und ansonsten, Hazen schaut eigentlich ganz cool aus von dem, was er kann. Aber ich bin eigentlich kein Fan von ihm. Haven't you heard? So, das waren immer noch die Dinger, ne? Achso, ich habe das da nicht angeschaut. Geht mir wieder auf den Sack, das Ding. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt brauchen wir noch schnell mal Futter. Ja, Steaks haben wir einen Haufen. Kann ich eigentlich da oben auswählen? Oh ja, kann ich auch. So, das haben wir gemacht. Unten dann noch die Schmiedesachen abgreifen. Da können wir dann... Ah, die Dinger müssen wir noch machen. Fuck. Abenteuer-Herausforderung? Ach, man kann gegen ihn spielen? Ist der stark? Ab Kartenbeschwörung Stufe 2 verfügbar. Nee. Heute etwas weniger los, macht aber trotzdem Spaß. Wieso weniger los? Es wird doch ständig geschrieben. Ich meine, was will mehr los sein? 20 Leute sind da. Übrigens, guten Abend an alle. Die noch neu dazugekommen sind. Ich meine, bloß Swanny und Pieps fehlen ja heute. Wobei Swanny da ja meistens auch eher zu den Stillen zuschauen kann und Pieps mal da ist, mal nicht. Je nachdem, wie sie Zeit hat. Stimmt, Hamada ist auch nicht da. Die habe ich ganz vergessen. Die ist schon so lange nicht mehr da gewesen, dass ich gar nicht mehr weiß, was abgeht. Stimmt, von der habe ich so lange nichts mehr gehört. Die habe ich komplett vergessen. Hört sich jetzt fies an, aber ist so. Ich würde gerne mehr schreiben, muss aber nebenbei. Kein Problem. So, jetzt hauen wir die Feinde dann noch weg, die 3. Dann machen wir kurz die Bitten der Bewohner. Dann haben wir eigentlich alles gemacht, oder? Mehr fällt mir dann heute noch mal ein. Dann können wir Ding machen. Dann können wir endlich die Story anfangen. Na, jetzt komme ich da nicht hoch. Everyone hold hands. Make yourselves at home.
Weißt du, es ging extra runter, jetzt kommst du wieder hoch. This may hurt a little. All eyes on me. Quietly now. Commit it to memory. Yeah. Dämliche Teleporter-Gegner können mich, die kotzen mich sowieso an. Egal, ob es diese verdammte Fatui, Alter, mit dem Elektrozeug ist. Oder die andere, die mit dem Wasserspiegel. Hätte schon in anderen Spielen. Ne, es geht ja bloß darum, dass ich was abhole bei ihm. Also was kaufen, du. Aber siehst du, das habe ich auch ganz vergessen. Das muss ich auch noch machen. Das war jetzt so entspannend, jetzt da ein oder zwei Wochen einfach gar nichts mehr zu machen für das ganze Zeug. Ist schon fast wieder stressig. Aber das mit dem Kartenspiel ist eigentlich ganz cool, ey. Es müsste eine Turnierfunktion geben oder so. Ich hoffe, da kommt noch irgendwann was. Weil das wäre mal was, wo man mal auch solche Multiplayer-Dinger machen könnte. Allow me. With all my strength. Gotcha. This may hurt a little. This is a lot. Things are about to get dicey. Busted. Sharing my knowledge. Covenant of the deep. Hold the line. So, das haben wir auch. Und eine Quest mit dem Timer. Ja, aber der Timer ist so weit drüber, dass du eigentlich... Es ist eigentlich fast unmöglich, das nicht zu schaffen. Ja, ja genau, eben. Der Timer ist halt wirklich nur wahrscheinlich schlimm, wenn du mit dem Level voll drunter bist oder so. Der Timer ist bei den Missionen eigentlich totaler Schwachsinn. Weil es halt ein normaler Kampf ist. Bei den im ersten und zweiten Gebiet ist es ja so, dass du erst Hinweise suchen musst und danach kannst du den Bossgegner finden und killen. Da macht ein Timer Sinn. Na gut, eigentlich macht er da auch keinen Sinn, aber er setzt dich halt ein bisschen mehr unter Druck. Positions. Yeah. Hey, this dance is for you. Take it easy. Here comes the catch. This may hurt a little. Patience. Yeah. God's will. Fertig. Again. Ey, Nahita ist einfach so OP, Mann. In der Kombi mit der Nilo und Wassercharakteren. Fuck, Mann. Ich liebe es, wenn Charaktere OP sind. Das ist auch geil. Das ist wieder so ein Sinnbild dafür, wie weit ich eigentlich bin. 9 von 32 Sumero-Aufträge ist halt gar nichts. Fünf Brocken weißes Eisen. Mina 5 Äpfel. Besiege die Pilzbestie. So ist denn die am anderen Ende vom Ding. Gibt's hier eigentlich auch Kartenfuzis, die wir besiegen? Puste Wanderer? Nee. Pull ich nicht. Habe ich das nicht ja schon 5 Minuten beantwortet? Oder ist es schon ein bisschen länger her? Wo war denn das? Das ist das blöde Deck. Sind die nur in Mondstadt? Barbara, Ganya und Kutschin. Wie sie sich halt auch Kutschin geholt hat. Such dir doch eigene Charaktere. Ja, geh weiter doch. So.
Bittet um Äpfel. Pferdeäpfel? Die Musik ist gerade schön. Ja, die sind nicht schlecht, ja. Wobei Genshin sowieso in aller Zweifel erhaben ist, ey. Du schon wieder? Hab ich dir nicht erst neulich welche gebracht? Ich bin mal ein, das war letzte Woche auch. Oder ne, vorletzte Woche. Letzte Woche habe ich sie gar nicht gemacht. Okay, hast Glück gehabt. So 2 Wochen dazwischen. Friss nicht alle Äpfel, Mann. Hallo? Ah, jetzt. So, Pilzbestien Chaos. Kuchin Canyon Mona, wie sich jeder Kuchin holt, ne? Holt euch mal euren eigenen Charakter. Ich hatte Kuchin zuerst, Mann. Eventuell. Toll, jetzt habe ich sie und jetzt benutzt sie jeder, jetzt will ich andere nehmen. Dankeschön. Wie sie mir mein ganzes Deck jetzt versaut haben. Das ich nicht wirklich bearbeitet habe und eigentlich nur einen Charakter mit reingesteckt habe. Ich bin noch ganz am Anfang. Von den Karten, oder wie? Everyone hold hands. Ja, das war jetzt doppeltes Ding. Bist nicht die Einzige. Ich habe ja im Prinzip auch bloß das gemacht, weil ich das letzte Mal im Stream gemacht habe und das war's dann. Gotcha. Things are about to get dicey. With all my strength. So, Stufe auf 6. Leon, guten Abend. Da. Halt, warte. Wir können ja jetzt in die Kanne gehen, mal da schnell unser Zeug abgreifen. Das ganze Zeug abzuarbeiten dauert halt ungefähr eine Stunde, jedes Mal. Dann hat man noch ein bisschen Gelaber und keine Ahnung was. Und schon ist die erste Stunde rum. Ich muss dieses Gebäude austauschen. Das geht mir voll auf den Sack, dass das so hoch und beschissen zum Aufkommen ist. Hä, wo ist denn das? Ah, da. Hauptgebäude. Ein Limit? Du musst doch das da wegnehmen. Kann ich das nicht austauschen? Alter, ihr wollt jetzt nicht, dass ich die jetzt wegtue, oder? Ah, jetzt. Hä, warte, ich kann beide hinstellen? Ah ja, sehr gut. Jetzt stelle ich das hin, nur damit ich jetzt dann Nahida wieder hinstellen kann, oder was? Gammeln die wieder rum, ey. Tatsächlich. Kann ich die nicht da reinstellen? Was soll denn das? Ah, guten Abend, Klaus. Fast übersehen. Und Leon, guten Abend. Ich bin mir immer schick. Okay. Oh, ich muss das Ding auch noch umpacken. Ich will keine Warte, was für eine Abklickzeit? Achso, da oben. Oder? Hä? Achso, das ist automatisch draußen. Muss ich neben einen platzieren. Die waren jetzt wieder wo? Da. Nein. Da. Aber der Fakt, der Stream geht schon eine Stunde. Sag ich doch. This realm is Das da, das da, das da.
7, 7, 4, 3, 4, 8. Kutsche ist sogar schon auf 8. Sehr schön. So, das nehmen wir wie immer mit. Den Rest lassen wir stecken. Das nehmen wir mit. Und da mal wieder auffüllen. War der 10? Stimmt, die haben das erhöht. Ich habe gar nicht gesehen, dass die das erhöht haben. Cool. Das finde ich gut, dass die jetzt die Dekos erhöht haben, dass du jetzt da mehr kaufen kannst. Das ist immer bloß 3. Abvertrauensstufe ist 10 wird das erhöht. Ah, das haben sie jetzt extra dazugegeben. Finde ich sehr gut. Aber so ist eigentlich nichts Neues dazugekommen, kann das sein? Oder täusche ich mich? Achso, ist eigentlich Skaras Hintergrundgeschichte. Nee, er ist ja auch der Hauptcharakter in der Geschichte jetzt. Die Häuschen schaut irgendwie nach Müll aus. Hofmauer des Gutshauses. Hoftor des Gutshauses. Okay, Stuhl schaut nicht schlecht aus. Brillanz des Waldbewohners. Also wenn es jetzt dann... Na, mir geht's auch gut, Klaus. Danke. Reichtümer ist Kannreis. Achso, das war mir ja alles. Was geht mir der dämliche Weg nach oben nicht mehr auf den Sack? Bitten der Bewohner. Kopfgeldjagden. Was haben wir jetzt noch? 10 Dekos. Schließen genial, wir schon insgesamt 2 wöchentliche Gastherausforderungen ab. Was zur Hölle sind denn Gastherausforderungen? Habe ich da nicht einen gemacht? Was gibt es? 675. Ui. Kann er... Genau, jetzt muss ich noch zu jemand anderen gehen. Jetzt bauen wir erstmal unseren Mist. Hast für mich eine Stunde weniger zu Feierabend. Wie lange hast du noch? 1, 2 Stunden? Halt, ich muss bauen, nicht kaufen. Ich muss mal endlich wieder Zeug sammeln. Ach, bauen wir einfach das da. Kann man nicht viel falsch machen. Warum bist denn du jetzt ganz rausgegangen? Okay, also nie die Hauptstory, hä? Was meinst du? Gehört doch alles zur Hauptstory. Diese ganzen Entwicklungen können ja alle zusammen. Ah. Also mal eine richtige Nachschrift. Was du machst. Ich hab doch vorhin gesagt, dass wir das danach dem Zeug machen. Ein bisschen zuhören. Du bist ja auch schon seit einer halben Stunde da, oder? Vor allem, du warst jetzt auch schon ein paar Mal da, du weißt doch, wie es abläuft. Geht's dir so? Ganz gut. Heute ein bisschen durchgefroren nach der Inventur und das ganze Zeug. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Urlaub 14.12. Ich habe das Jahr gar keinen Urlaub mehr. Dafür dann nächstes Jahr Ende Februar bis Mitte März Japan-Urlaub. Yes. Genehmigt ist er auch schon. Take it easy. Flug muss ich noch buchen und danach geht's mit den Hotels los. Ich habe ja schon auch scheiße überlegt, ob wir dann den Stream draus machen. Ja, Urlaub planen. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Wir müssen jetzt noch zu jemand anderen in die Kanne. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Hä? Nein, was mache ich? Da.
Kannst du mal laufen? Nein, oder Pumpman hat es mir angeboten. Ich wollte ihn jetzt nicht enttäuschen. Wie sie alle ums Feuer stehen. Ich weiß auch, warum er wollte, dass ich dahergehe, damit ich das sehe. Schaut nicht schlecht aus. Der rechte Ballon ist näher in der Mitte als der linke. Genau, der gehört hier hin. Damit es mittig ausschaut. Oder dann wenigstens an die Ecke. Nein, Schmarre, ja, das war jetzt bloß ein Scheiß. Oh, der ist ja gleich da oben. Wow, nicht mal bloß vom ganzen Glotzen in die andere Richtung. Hast du schon mal ein Game Over? Genshin mehrfach. Korallenschmetterling? Was zur Hölle? Wobei es in Genshin ja eigentlich keine Game Overs gibt, du landest einfach wieder am nächsten Punkt und machst weiter. Also den brauchst du nicht, ne? Dann nehme ich den mit. Oder hast du den schon? Nicht, dass ich dir den jetzt klau. Ziemlich Korall, ja. Sehr gut. Und noch einen Felsen nehme ich mit. Davon habe ich jetzt wahrscheinlich erst 1 Million, aber... Sind so da bei mir von der eine Super Saiyajins. Will ich einer sein? Nee, die müssen ganz bloß kämpfen und trainieren. Da wäre ich viel zu faul dazu. Ich habe schon 5 Stück davon. Hast du die gefangen irgendwo? Gibt's die überhaupt? Oder hast du die gekauft? Gibt's die schon länger? Haben wir jetzt alles? 15 Sphären ist mir egal. Das haben wir... Achso, ja, eigentlich müssten wir jetzt noch 2 Kämpfe machen, ne? Machen wir das? Geht eigentlich relativ fix, ne? Vor allem, wenn wir jetzt nicht gerade gegen irgendwelche High-Class-Gegner kämpfen. Ein Real-Life-Japan-Stream. Also ich habe vor, viel aufzunehmen. Die Schmetterling gab es nur beim Enkonomia-Event. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ist jetzt nichts Seltenes bei mir. Und guten Abend, Cora. Real-Life-Stream habe ich überlegt, aber das könnte ich dann nur übers Handy machen, aber da müsste ich dann schauen. Habe ich die dann auch? Oder war das mein erster? Verdammt. Wobei Real-Life-Streams ist wahrscheinlich gar nichts für mich, ey. So irgendwo durch die Gegend zu latschen und zu labern. Ich weiß nicht mal, ob ich das Aufnehmen richtig hinbringe. Halt, ich muss den Katzenschwanz rein. Habe ich die dann auch, diese Schmetterlinge? Müsste ich in der Kanne nachschauen. Sind das die Dinger, wo man machen muss, damit man die Punkte ist? Ist das erste Mal in Japan? Ja. Eigentlich wäre es schon mindestens das 3. Mal, aber dann Corona, die dumme Sau. Entschuldigung. Hat es jetzt 3 Jahre gedauert, bis ich endlich mal meinen Plan wieder aufnehmen konnte. Einen Monat bevor ich geflogen bin, ist die ganze Scheiße im Bach runtergegangen. Wir wollen doch nur an einem Trip teilhaben. Ja, also Videos wird es genug geben, ey. Mehr als genug. Kriegst du die Charaktere? Ja, aber da stand doch das da oben, meine ich. Da, schließe geniale Beschwörung insgesamt 2 wöchentliche Gastherausforderungen ab. Was ist Gastherausforderung? Und genau soll es in Japan hingehen. Wie war jetzt das Ding? Von Tokio nach Osaka, von Osaka nach Hiroshima? Nein. Von Osaka nach Fukuoka, von Fukuoka nach Hiroshima, von Hiroshima nach Kyoto und von Kyoto dann wieder zurück nach Tokio. Dankeschön, Klaus. Freut mich zu hören. Also so ist es momentan im Plan. 3 Wochen. Ja, dann machen wir halt den mal.
Maid-Katzencafé. Alter, nee, in ein Maid-Café will ich gar nicht gehen. Schnauze, Ding, fangen wir an, los. Ja, wie er halt Bennett hat. Du Verräter. Das brauche ich nicht, oder? Hydrowürfel. Weg damit. Ah, die Lanze brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Egal. Ich glaube, warte mal, wie war es? Ich fliege nach Tokio, dann 2 Tage bleibe ich dann dort und versuche den Jetlag auszukurieren. Und mich ein bisschen umzuschauen. Dann geht's weiter nach Osaka, da ein bisschen umschauen. Dann will ich nach Fukuoka, das ist so Stadt am Meer, die ist auch relativ weit unten im Süden. Südwestlich. Da dachte ich mir, da mache ich so Endstation und dann geht's zurück nach Hiroshima, da habe ich auch gehört, es soll richtig schön sein dort. Und dann natürlich Kyoto, 6 Tage. Weil Kyoto ist einfach groß und das, was man bis jetzt alles gesehen hat, ist saugeil. Und danach halt zurück nach Tokio, shoppen. Und Sachen anschauen. Vor allem shoppen. Ja, aber du musst ja eine bestimmte Anzahl an Karten haben. Oder musst du die Karten nur einmal kaufen und kannst sie dann so oft verwenden, wie du willst? Mit wem fangen wir an? Die Look. Ne, wir machen mit Let's Kutschen. finish this quickly. Das schaut doch gut aus. Ah, okay, ne, dann passt schon. Ja, dann habe ich eh nicht genug. Mein Zug. Das war jetzt, glaube ich, automatisch Wechsel, ne? Wechselkeks Aktivierung, die da drauf sofort Rückkehr der Sterne anwenden. Don't blink. Ich sehe es mit einem leeren Koffer hinfliegen. Nein, ich fliege mit einem Koffer und einem kleinen Gepäck hin und kaufe mir dann da drüben den Koffer und dann fliege ich mit 2 wieder zurück. Warte, warum hat der wieder so viel Energie, der Hund? Was hat denn jetzt da eigentlich alles? Plus 1 Einsatz. Eigentlich war ja der Plan, dass ich das auf alle anderen aufteile, die mit dabei sind, aber nachdem ich alleine fliege, ist das natürlich alles eine... Kann ich das natürlich alles vergessen. Wie halt jetzt wechselt der Sack? Wechselmerzer? Nee, einmal machen wir noch. Drüben auch Geld lassen, ja. Ich habe mich schon zusammenreißen müssen. Das auf jeden Fall. Also, wie hat Sams die einen gesagt, die wohnen ja jetzt da drüben? Trash Taste heißen die machen so einen Podcast immer. Ach du Kacke, ist ja alles Mist. Wobei, nee, die Look will ich jetzt nutzen. Wow, das hat ja gar nichts gebracht. Japan ist cool, aber nichts für mich. Weil? Das würde mir auch nichts bringen, ne? Wechsle ich auf Deal? Alter, jetzt hat Wechsel. Zack. Let's go. Es ist noch ein bisschen wie sagt man da am besten? Dauert ein bisschen alles lang. Ey, was die denn alles für Heilungsdinger haben, ne? Hä, wo ist denn das mit der Ding eigentlich hin? Okay, ich kann ja eh nicht mehr machen, ne? Und wir können einfach das reinschmeißen. Die Karte ausspielen, dann kommen 2 raus. Dann nehmen wir das. Warte. Das da.
Wandeln uns um. Und dann hauen wir mit ihm drauf. So, jetzt haben alle irgendeinen Elementschaden. Aber warte, wir können doch wechseln, oder? Let's go. Time is against us. Achso, ja. Beenden. Boah. Das ist ja nur Müll. Wow. Das ist ja mal gar nichts, Mann. Oh, was war das da? Schalte die gewählte Beschwörung deines Gegners aus. Was zur Hölle setzt sie denn alles ein, Mann? Let me scry. Nein, nicht gefroren. Das dauert mir viel zu lange. Ich habe jetzt schon gar keine Lust mehr. 2 Karten ziehen. Die zögern immer so lang hinaus, die Schweine. Elementarwürfe verbrauchen -1. Bis zum Ende dieser Runde erleidet diese Figur physischer Schaden oder physischer Schaden. Zustand wird entfernt. Okay. Ach, fuck. So, du kriegst es. Alter, jetzt hör doch jetzt mal auf. Hä? Wow, jetzt habe ich nicht drauf geschaut. Ich hätte halt mal drauf schauen sollen, ne? Überträgt jeweils einen Punkt. Aufladung. Okay. Gewalt die Beschwörung deines Gegners aus. Schaltet alle Beschwörungen aus, auch deine. Keine Ahnung. Ach, unzureichende Elementarwürfe. Ich habe ja eh nix. Beenden wir die Runde? Können da wahrscheinlich auch nichts machen, ne? Überträgt jeweils einen Punkt, das bringt mal nichts. Ist auch nicht. Beschwörung, schaltet gewählte Beschwörung des Gegners aus. Machen wir einfach mal das. Ah, das da ist es. Cool. Na, letztes Mal haben wir, ja genau, letztes Mal habe ich es vergessen, hast du mich ja dran erinnert, dann haben wir einen Banner runtergeschmissen, genau. Könnt ihr mir aufstellen, euch ständig hochzuhalten, verdammte Scheiße, kämpft ey, und dann die ganze dämlichen Mist mit eurem dämlichen Kartennetz da. Vor allem machen denn die ganzen Charaktere nichts anderes, als sich so wieder hochheilen? So darf ich jetzt. Danke. Das ist aber... So. Jetzt greifen wir an. Incoming. Cool it. Hui. Ey, was die denn nicht alles haben? Beim Wechseln einer Figur, Elementarwürfe verbrauchen -1 einmal pro Runde. Alter, das sind voll die üblen Dinger, ey. Das ist voll schlimm. Diese Runde ausgeschaltet, diese Karte das zu spielen. Vor allem, weil ja die Säcke so viel gespielt haben, um die sich alle zu kaufen, ey. Kann er nehmen, ne? Nee. Wechseln wir mal zum Kehr. Ready when you are. Was halt nichts bringt zu wechseln, aber gut.
Geht ja auch nicht. Na gut, raus. Ja, aber bis man die alle zusammen hat, die Sachen. Ja, super. Ich habe dasselbe Kacke nochmal gekriegt. Zwei von den Dingern? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay, das ist Elementarwürfel neu werfen, scheinbar. Angriff? Ah, sehr gut, das trifft alle. Was habe ich jetzt noch? Schaden durch Figur +1. Das Zeug könnte ich ja eh nicht einsetzen, ne? Was war jetzt da nochmal? Brauche ich da jetzt 4, 5, 6, 7 Würfel oder nur 4 und 3? Let's go. Ja, kriegt ja auch +3, ne? Ich hätte jetzt auf die Kutschen wechseln sollen. So viel Zeug, ey. Okay, das können wir dann später einsetzen. Ah, ich hätte was eintauschen sollen. Oh ja, das können wir, glaube ich, so lassen. Hopp, komm, noch ein Elektro. Ja, ist da ja schön, dass du das nicht magst. Es gibt da halt auch 7 Elemente plus ein Ulti. 1 Punkt Aufladung. Incoming. Wieder Gegner ist jetzt am Mix things Zug. up a little. Ich dachte, ich habe eine Karte gespielt. Ja, fuck. This moment will be frozen in Natürlich. time. I will not go Ja, dann hau ich dich halt sogar weg. Don't mind if I do. Hallo? Tschüss. Soll Fresse gar nicht so aufreißen, Sack. Doesn't look good. Hä, das wechselt einfach weiter? Played this one before. Schweinerei. Ey, komm schon, und jetzt greift sie noch an, oder? Nee. Jetzt kann ich aber auch nichts machen. Mist. Okay, Endphase. Was war das? Okay. Ich greife zuerst an. Komm, gib mir was. Sehr schön, das haben wir schon mal. Alter, was die mir für einen Scheiß geben. So, bitteschön. Und gewonnen. So my gut wie. reckoning. Der macht jetzt meinen kalt. Genau, jetzt wechseln wir auf Kea. I'm feeling the heat. Get out of here. Okay, 4. Das müsste ich dann eigentlich schaffen.
Und tschüss, Penner. Dodge this. This is just my... Ugh. Hui. Okay, ich habe keinen Bock mehr drauf, wir spielen jetzt Story. Die sind schon... I've made such a fool of myself. Ja, ich hab's dir gegeben, Mann. Obwohl du diese ganzen verdammten Karten hast, du Sack. Nee, das ist es auch nicht. 2 wöchentliche Gastherausforderungen. Kann es sein, dass ich einen mit einem von den auf der Freundesliste spielen muss? Das Unwetter? Von Yashiori, das ist die Donnerinsel, oder? Nee, das ist Sairai. Was ist denn da für ein Unwetter? Ach so, ja, da musst du diese heiligen Dinger machen. Da gibt's irgendeine Quest dafür, da musst du, glaube ich, diese heiligen... Scheiße, was waren jetzt das? Diese heiligen Schreine oder so? Nur eher die, die im Gastraum der Stadt sind, aber das sind noch keine Gastdinger. Sieht man da eins hier in der Nähe? Nee, keine Ahnung. Ist auch jetzt egal. So. Jetzt gehen wir nach Sumeru. Dann hole ich mir kurz einen Kaffee. Und dann spielen wir die Story weiter. Eher die im Gastraum oder der Stadt sind, aber das sind doch für mich dann einfach keine Gastcharaktere. Dafür gibt es keine Belohnung, da ist es ja... Ja, ja, aber es ist ja im Prinzip wie eine Kanne vom anderen besuchen und da was einkaufen, dachte ich halt. Ja, komm, dann machen wir die halt noch schnell weg. Ich will jetzt wissen, ob das ist oder nicht. Es müsste schnell gehen, die sind meistens total die Lutscher. Also die, was mich bisher gehabt habe. Ja, ja, bla bla bla, los, Karten raus. Ja, passt schon. Okay, die hat nur die Hillies, deswegen passt schon. Was ist denn das? Hä? Warum habe ich das? Okay. Oh, da mit der Kutsche Let's an. finish this quickly. Nee, kostet nichts, wenn man sich teleportiert. Da! Kann ich abbrechen? Ich will weg. Ach, jetzt habe ich OK gedrückt. Don't blink. Naja, das Spiel jetzt dazu machen, ist jetzt auch nicht komplett falsch, aber... Let's go. So, einmal so. Zack, zack, zack. Weißt du, da ist sie unsere Kartenmeisterin hier und dann weiß sie solche Sachen nicht. Ich bin enttäuscht. Ich kann das nicht umwandeln, solange es nicht die andere ist, ne? Shit. Warte mal, ich habe das Paimon-Ding. This will be interesting. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Freeze.
Let's finish this quickly. Und einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Und Ende. Speed of light. 21 Zuschauer. Holy moly. Würde mich immer noch interessieren. Ich hab's jetzt als Karte. Wenn er deine Figuren... Ah ja, okay, das ist dann das. Herausforderung beenden. Mich würde immer noch interessieren, was letztes Wochenende eigentlich war. Also mir ist ja eigentlich egal, ob es jetzt 10 oder 20 sind, aber ich freue mich natürlich, wenn es mehr sind. Aber letztes Wochenende waren wir halt bei 10 oder irgend sowas. Sonst sind wir eigentlich immer grundsätzlich so bei 15 bis 20 gewesen. Da denke ich mir so, was ist los? Waren alle auf die Weihnachtsmärkte. Mona in dem Café und das... Ah, okay. Wahrscheinlich taucht dann jeden Tag ein anderer Charakter auf. Sind da mehrere oder bloß immer einer drin? Dann musst du das mindestens 2-mal die Woche machen. Strecken. Gern. Kurz auf Pause drücken und Kaffee holen. Bis gleich mit der Story.
Maybe I'll take one more day off. So, Knock out the rest of gute the Nacht, work Mel. once I'm feeling up to it. Kaum geht man weg, rennen sie davon. Was ist das da? Duell mit Timmy. Eine Geschichte über zwei Hillshows. Achso, der ist nur bis 6 bis 19 verfügbar. So, nochmal kurz. Das da. Das da. So, dann machen wir mal mit der Story los. Oder weiter. Oder fangen eher mal damit an. Warte mal, Errungenschaft, was habe ich da noch gehabt? Irgendwas mit Karten. 5 mal in einer einzigen Aktion 8 Punkte Schaden. Ah, okay. Aufträge. Zwischenkapitel, umgekehrte Schöpfung. Weil es Palmer nach hier noch ein Heiligtum versucht. Okay. Zum Heiligtum von Shura, Shada, bla bla. No. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tatara Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tatara Suna? But that's all the way in Inazuma. Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Lass uns näher rangehen und zuhören. Great! Let's go find out what this Tatara Suna mystery is all about. Das war aber nichts, was wir jetzt wissen wollten. Wir wollten es von Aida auf. Was soll denn der Käse jetzt mit diesen 2 Fahrtskisten? Das ist schon das, oder? Ich hab jetzt nichts Falsches genommen. Legendenauftrag, Archon-Auftrag, verdammt. German Player, guten Abend. Halt, warte, die sind da drüben. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Suchst du nach mir? Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? Wenn du mir nicht glaubst, dann gehe ich besser wieder. No, no, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. Der kommt mir auch bekannt vor. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Oh, Sawada, for the love of...
Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. Ah, I see. Tut mir leid, aber wir können dir nicht helfen. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... Was war denn das Hude? So. Gute Nacht, Angelika. If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. Wenn die sich seltsam kleiden oder sonderbar verhalten. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow, did I get lucky! Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the Government Records Office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Könnte das etwa bedeuten? Wait, so there are Oder two etwas bedeuten. missing people in the story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Gibt es etwa noch gewichtigere Anhaltspunkte? Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. Was ist los, Alter? According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabuki Mono was not a human, but a puppet. Okay, machen wir weiter. Wir wissen doch, wer es ist. A puppet? Die von der Göttin der Blitze erschaffene Puppenagentin Shogun Raiden soll zu diesem Zeitpunkt bereits mit ihr zusammen über Inazuma beherrscht haben, aber nein, das war sie ganz bestimmt nicht. Es gibt nur eine Erklärung. Diese Kabukimono war Scaramouche, aber war er vor 400 Jahren in Tatarasuna. Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all.
Der küsst Paimon heimlich ein Zeichen. No. Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Der verarscht mich jetzt, oder? Der will mich jetzt fertig machen, oder? Ich meine, schau mal das an. Ich lese euch ja normal immer gern das Zeug vor, ne? Aber das ist ein Nein. Oh, and please read my essay draft as well. Nein, das könnt ihr Sawada vergessen. was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Das ist in der Tat allen das etwas zu sehr einem Roman. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Eine kurze Analyse, ja. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Dann wollen wir nicht weiter stören. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Ja, als ob wir die Geschichte nicht zum Teil schon kennen eigentlich. Hier, lies doch mal meine kurze Geschichte und hier nimm doch meine auch. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Ja. Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? Ich finde gut, wie sie es ausdrückt. Wir haben seinen Hintern versohlt. If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Wie halt einfach da rumrennen, was ist los? Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... The balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Seinen Arsch haben wir heute auch schon mal wieder versohlt. Dürfen wir ihn jetzt gar verprügeln und irgendwo in den Abgrund schmeißen? Dankeschön. Wobei es eine Puppe, ins Feuer würde auch gehen. Take it easy. Schade, dass wir kein Akasha-Kontrollgerät mehr dran haben. Das fand ich immer ganz fancy, wenn man da war. Traveler, Paimon, there you are. Nahida! Bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah! It's him! Sure enough, you're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surastana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? What did you expect? Why do you think Sumero would keep me around otherwise? Or maybe killing me
is all you can think about. Ja. Wäre ich voll dafür. But if that's the case, why haven't you done it already? Tut mir leid, ich durfte es nicht. Ich hätte es gleich getan. Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Ich hätte es gleich getan. Scheiß auf die Rätsel. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Former? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Skyrim ist zu einem Ausgestoßenen geworden. Ach ja, Entschuldigung. Buhuhu. Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Nein, Klaus, bin ich nicht. Ich bin hier bloß mit der Story beschäftigt. Oh ja, wie bedauerlich. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Nahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Mit mir? Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description.
Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information and should be able to find it more quickly. Und was, wenn dich hintergeht? Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Danke, Naida. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. Nein, nennt man Quest. In fact, I was going to ask you to supervise the balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Verstehe. Great. Thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Nee, Klaus, es ist alles okay. Bloß wenn ich halt mit der Story beschäftigt bin, kann ich schlecht antworten. Different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Ja, und keine Gottheit, die sich gerade auflöst und komplett aus den Gedanken aller Leute verschwindet. Was? Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Ich werde dich für Nahida überwachen. Ich will ehrlich sein, ich dachte ja vielleicht in der Story-Quest wird's besser, aber er pisst mich einfach noch mehr an, wenn ich mit ihm reden muss. Ich werde dich für Nahida überwachen. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Ich verstehe. Fine. Let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves?
impossible. Lege einfach los. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Ich höre Skara nicht wirklich warm. Wenn Skara was sagt, würde ich ihm gerne einen auf die Mappe geben. Ja, so geht's mir auch, Alter. Weißt du, ich habe jetzt gehofft, dass wenn man jetzt mit ihm anfängt zu helfen, dass das irgendwie besser wird. This is the inside of Irminsul. Aber es steigert eigentlich nur meinen Hass auf ihn. Wobei Hass ein bisschen starkes Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine. Warum komme ich mir jetzt vor, wie ein Ding, wie in Star Ocean 6, anders als ich mir vorgestellt habe. Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Ist das nicht ein Pokémon? Wie haben die Dinger geheißen? Inkognito? Nee, Inkognito war was anderes. Ich habe vergessen, wie die geheißen haben, diese komische Symbol-Pokémon. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. Dass es Leute gibt, die ihn so sehr mögen, obwohl er einen nur anpisst, ey. Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. Sind es auf einen anderen Weg? Sieht so aus, als wären wir auf einen anderen Weg teleportiert worden. Oh ja, stimmt. It looks the same in every direction. Dieser Ort ist wirklich ungewöhnlich, aber Scaramouche scheint besser daran gewöhnt zu sein als ich. Er war halt auch näher an der Gottheit als du. You mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? We're here. What a huge tree! Das ist das Zentrum von Irminsul, daran befinden sich alle Informationen dieser Welt. Lesser Lord Kusanali. Good, you made it. Are you ready? Ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The balladier's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. Außerdem scheint er sich in keiner Weise hier gegen zu sträuben. Anscheinend versteht er sich auf den Einsatz an vorderster Front. Hat er etwa bei der Fatui eine ähnliche Rolle? Ich musste an die Geschichte denken, die Akaba und Zawada erzählt haben. Ist wirklich so eine sonderbare Person. Welche Geschichte? Ich habe den Mist nicht gelesen. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. For once, we're the ones with nothing to do. Traveler, Paimon, would you like to talk? Nahida, ist das ein Bewusstseinsgespräch? Yes, I've also invited Paimon to join. Discord, Nahida. Huh? What the? We can talk to each other inside our heads?
Du möchtest wohl nicht, dass wir Scaramouche unterbrechen? That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladier's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. Stimmt, und derartige Aufträge zu erledigen scheint ihm auch sehr zu liegen. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Besteht da ein Zusammenhang mit seiner Vergangenheit? Warum macht er doch Gestik, Alter? Weißt du? Die ist in seinem Kopf, Mann. Mit diesen sogenannten verratenen Dingen, die in Inazuma passiert sind? Well done. Smart and attentive as always. Das bin ich. Wirklich ist es so, dass ich in dem Augenblick, als ich Hypatia in Paradisdea berührt habe, für kurze Zeit einige Dinge gesehen habe. Du berichtest Nahida und Paimon von den Dingen, die du in So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the kabuki mono and so on, yes. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Hier erzählt Nahida von der Geschichte in Akabos, und zwar das Abhandlung, Oh? die ich nicht How gelesen habe. interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gesse got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. Alter, du sarkastischer Penner, ey. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Wir haben nicht die Pflicht, dich einzubeziehen. Zählt das eigentlich als gespaltene Persönlichkeit, wenn Nahida nur im Kopf des Travelers ist? Nee. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Ist deine Einstellung noch besser, als ich erwartet habe? Auch wenn diese Art von Gespräch nicht gerade angenehm ist. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Huh? Wait. This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Wäre eine coole Deko für zu Hause. Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... Niwa, ist das nicht der Name des Verwalters von Tatarasuna?
Sollte das so sein, dann gehört er zur Ishin-Schule. Whoa! Was ist los? I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose. They are, as I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma. And it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? Der hört sich schon wie so ein verschlagener Mistkerl an. I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torachiyo, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death.
But what about you? What are you... Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatara Suna. Did you really think you would be able to see through my plan? Totore? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui harbinger. Call me the Doctor. The Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. What a beautiful way to see the world.
It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa? Already dead. What a pity. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. Übel. Hey, are you alright? Dottore. Dottore! Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? Steckt also hinter dem Vorfall in Tatarasuna. But why do we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Also war dieser Verrat letztendlich ein mehrere hundert Jahre altes Lügenmärchen? War das auch eine der Experimente von Il Dottore? Aber dann ist dieser Sack ja 400 Jahre alt. Ein Verrat, der niemals stattgefunden hat. Eine erfundene Untat, aber was hat er am Ende damit erreicht? Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Wobei, das Krasseste habe ich jetzt eigentlich vergessen, ne? Der hat sich da eingeschlichen, um den Hochofen so zu verbessern, dass er diese dunkle Energie scheinbar rauslässt. Um dann den Typen, der wo das Ganze leidet, scheinbar umzubringen. Um das Herz ihm dann scheinbar rauszuschneiden, um es dann in Scaramouche zu stecken. What the fuck, Alter, wer denkt sich denn sowas aus? Oh, ich muss mal gescheit hinhocken, ich bin voll niedrig. Das ist ja mal übel. Kurz zum Abhaken, ich kann immer noch verstehen, dass Scaramouche vielleicht einige Mitleid haben, aber trotzdem genug Scheiße angestellt. Gut, dann lass uns doch nach dort drüben gehen. Und ich kann ihn immer noch nie ausstehen. I'm still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process.
Warte mal, er hat gar nicht das Scaramouche eingepflanzt, sondern in den Apparat. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Von einem wichtigen Freund verraten und im Stich gelassen worden zu sein, kann in der Tat zu großen Hass führen. Dass er von ungefähr 100 Jahren an Raiden Gokka den Rache verübt hat, scheint auch darauf zurückzugehen. Aber das heißt keineswegs, dass seine Rache gerechtfertigt wäre. Genau das ist es halt einfach. Selbst wenn dir übel mitgespielt wird, andere dann zu verletzen oder umzubringen oder sonst irgendwas, ist halt einfach kein Ding, was das dann richtig macht. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Il Dottore meinetwegen jetzt draufgehen muss. Ich kann es verstehen, dass die Skara überleben haben lassen nach der Scheiße, was passiert ist. Aber Il Dottore, Alter, der geht drauf. Also mich würde es wundern, wenn der nicht drauf geht. Weil ich meine, so einen Charakter kannst du doch nicht spielen lassen. Skara kannst du jetzt wenigstens noch ein bisschen rechtfertigen. Aber Alter, der Typ, der ist ja mal nur übel. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Das Mysterium von Tatarasuna. Dottore, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Also wenn sie jetzt den Il Dottore leben lassen, dann verstehe ich das ganze Spiel nicht. Warum haben sie dann die La Signora dann überhaupt getötet? Weil ich dachte halt, es ging darum, wenn Charaktere nicht irgendwie zur guten Seite kommen können. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? Oh, und schon pisst er mich wieder an, Alter. Das gibt mir jetzt schon wieder auf den Senkel, wenn er wieder schaut. That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Wir wollten einfach nur nicht, dass etwas Unplanmäßiges geschieht. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. And Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Wie zu erwarten war, aber trotzdem danke. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Ich hasse Hoyo dafür, ne? Man denkt jetzt, man kriegt wieder ein paar Infos, ey, und dann passiert halt nix. Huh? About what? The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria and lived with your sister for a time. Warte. Okay. Das ist eine coole Info. Aber dieser Piero ist wie auch vor Jahren einer von Conria? War das dieser kleine Zwerg mit der spitzen Nase? Piero von den Elfte Fatui. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is,
I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Nein, genau, jetzt hat sie weggehört. Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. Nee, der ist der Erste, der Fatui. Ach, der alte Knacker? Der schaut nicht nach einem Hofmagier aus, sondern nach einem fetten Typen mit Zweihandschwert. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Was willst du von mir wissen? Give me your hand. Can you hear my voice inside your head? Willst du in mein Bewusstsein eindringen? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. Wie eingeschnappt halt Paimon einfach schauen. Was macht ihr da? Ich will mitmachen. Gibt's was zu essen? So tell me, in this world, is it possible to change the past? Moment, warum fragst du mich das? Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking him for helping me. Moment, seine Miene. Hat er gesehen, dass ich gezögert habe? Aber das lag daran, dass ich über die Sache mit der höheren Herren Rukadevada Bescheid weiß. Nein, ich habe ihm etwa eine Frage beantwortet. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Stop Scaramouche. Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. Oh, will er sich jetzt auflösen? Deswegen kommt er dann als Wanderer zurück. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Nahida sagt jetzt einfach nichts. Wir müssen ihn finden. Oh no. 3 Meter weiter rechts, 3 Meter weiter links. Er ist hier nicht. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. Erzählt Nahida, was gerade passiert ist. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible.
Jetzt ist die Frage, ändert er jetzt zum Teil die Vergangenheit? Weil er doch sich selber ändert. We're out. And we're at, an inn or something? Ist das nicht euer Häuschen? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. Nein, ich will dir helfen. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please. Oh. Her voice has gone. Sie redet auch immer so langsam. Ja, ich habe auch weggedrückt, deswegen ist die Voice weg gewesen. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Paimon erinnert sich nicht mehr an die höhere Herrin Rukete war. Scaramouches Frage war sehr ungewöhnlich. Es wäre zu kompliziert, das jetzt zu erklären und würde Paimon wohl traurig machen. Es wäre wohl am besten, die Sache mit der höheren Herrin Rukete war unerwähnt zu lassen und nur über Scaramouche zu sprechen. He wants to change the past? But surely that's impossible. Es ist gewiss nicht leicht. Right. You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. Ja, stimmt. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Oh, Paimon's so confused. Vielleicht will er sich ja selbst aus der Geschichte löschen. Toll, Paimon. Wenigstens ist das Wasser vorher raus gewesen. Paimon, alles klar bei dir? Sorry. Paimon accidentally... It's the balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. Ugh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Stimmt, sollte sich Scaramouche wirklich aus Irminsul löschen, dann würde sich das auf viele Menschen und Dinge in Inazuma auswirken. Die Folgen wären unvorstellbar. Im schlimmsten Fall wären alle Menschen, die mit Raiden Gokaden zu tun hatten, wie etwa Kadera Kazuha, Kamisado Ayaka, Kamisado Ayato, davon betroffen, würden sie dann verschwinden. There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Geht mir genauso. So, how about, we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes. Cream stew. Sauteed matsutake. Was geht ab? And Korean chili chicken. Almond tofu. Satisfying salad. Oh, also Adeptus Temptation. Golden shrimp balls. Triple layered consomme. Lotus seed and bird egg soup. And... Ah, okay. Jetzt pennen sie. Jetzt dachte ich schon, was passiert jetzt? Paimon, was ist mit dir? What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. Du hast dir wegen der Sache mit Scaramouche Sorgen gemacht und dich deswegen Gerichte aufgezählt. The balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name.
warte, hat er es jetzt getan? Paimon hat sich nicht mehr an Scaramouche, kann er tatsächlich Erfolg gehabt haben? Aber ist das wirklich möglich? Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? Nein, es ist nichts. So, the Balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Sollte das wirklich so sein, dann muss ich ja einige wichtige Sachen bestätigen. Paimon, lass uns so eine kleine Reise machen. Okay, sure. Where are we going? Ich will nach Inazuma zurückkehren. Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. Lass uns erstmal loslegen, wir können das alles später besprechen. Okay. Reigen der Zerstörung. Sprich mit Minoma Togo. Verdammt, wer war denn das jetzt wieder? Okay, scheinbar hat er das irgendwie geschafft, sich auszulöschen, aber... Finde ich sehr gut Paimon. Der Paimon ist ein knuffiges Kerlchen. Auch wenn es manchmal nervig sein kann. Yeah. We've made it to Amenoma Smithy. Ah, it's been a while. Alter, ich brauche ein paar Infos. Of course. Go ahead. Über Raiden Gokaden? Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokaden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokaden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh yeah, we were. Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokaden then too. It seems like such a shame. Was war der Grund für den Niedergang? That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokaden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokaden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful
at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent-up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. Die Legende der Raiden Gokuden wurde geändert. War es nicht jemand anders als der damals alte Schwertschmiedeangriff? Skalmund scheint wirklich etwas mit Irminsul angestellt zu haben, aber nie war es am Ende dennoch tot. Was there anything else you wanted to ask? Hast du Kazuha in letzter Zeit gesehen? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. Zum Glück existieren die Leute noch und es ist alles beim Alten. Viel besser, als ich es mir gestern Abend vorgestellt hatte. Ich habe keine weiteren Fragen. Danke. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. Okay, also ist im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Bloß, dass jetzt doch dann... War nicht der Sohn dann der, mit dem er befreundet war, der dann auch gestorben ist? Eigentlich hat sich nicht viel geändert. Außer, dass jetzt halt der andere durchgeknallt ist. Dann solche nur zwei oder die sich drüber streiten. Ja, oder man schreibt einfach das rein, was alle anderen auch schreiben. Anstatt ein Rätsel draus zu machen. We're here! This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. Hallo. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Entschuldige bitte. Können wir im Hof herumlaufen? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Ich darf nicht fragen, wo wohnst du? Hello, dears. Is there something you want to say? Hallo, kannst du mir etwas erklären? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. Okay, ich habe aber keine Ahnung, wer du bist. Oder haben wir die schon mal getroffen? Ich glaube schon. What would you like to know? Wie geht es Herrn Kamisato und Ayaka? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and
occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's behalf. As for the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. Von Thomas Auftrag. Ah, dann kommt es mir doch bekannt vor. Aber warum spricht sie gerade mit mir, wenn sie mich nicht kennen würde? So pretty much business Oder das as erste usual Mal on the trifft. Yashiro Commission, huh? Very much so. Ayato ist immer noch der Leiter der Yashiro-Verwaltung, Ayaka Tishire Saki Himegimi. Kein Unterschied zu zuvor. Und bei der Yashiro-Verwaltung scheint es auch keine Veränderung zu geben. Yashiro. Ich hatte zwar erwartet, bin aber trotzdem erleichtert, dass es den beiden gut geht. Well, got any more questions? Im Moment nicht, danke. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. Ja, will ich auch hoffen. Ayaka ist unsere Inazuma-Waifu. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Du schmeichelst mir. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Okay, jetzt frage ich mich eigentlich, was die den ganzen Tag machen. Ich meine, wenn die bloß die ganze Zeit über mich reden. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. Sie sollte nicht so viel reden. Die hört sich gerade an, wie wenn sie gleich einfach umkippt. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Die Leute aus dem Kamisato-Clan sind auch meine Freunde, danke. Wonderful. Thank you. Haima likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Aus dem ganzen Gespräch nimmt sie das Einzige raus so. Ich finde das Essen, ich höre raus, dass das Essen gut ist. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time.
Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Tatarasuna. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. All right, then. Take care now. Hope to see you soon. Okay. Oh, are you two leaving already? Seine Stimme, ey. Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. War schon voll der Klotz von Typ, Alter. Wo vorne den Bodyguard spielt, Alter. Oder die Türwache. Und dann, hallo, wie geht's dir? Ich bin hier die kleine Wache. Ich mache hier meine Wachensachen. Hallo. Wie geht's denn euch so? Ich weiß nicht, schon mal erwähnt habe, ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Nachdem jetzt hier alle mit ihren Dingern kommen. Wo gehe ich jetzt hin? Tatarasuma, was war denn das? Achso, ja, das war diese dämliche Arschloch-Quest. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es war so. Das war die nervigste Quest des Jahrzehnts, ey. Einmal hingehen. Oh ja, wir müssen da mal kurz was aufstellen. Geh mal da rein. Gehst rein. Stellst ein paar Sachen auf, dauert eine Minute. Oh ja, heute habe ich nichts für dich. Wir müssen erst warten bis morgen. Oh nein, das ist doch der Typ wieder, oder? Oh nee. Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the Traveler in Paimon? Warte mal, Xavier nicht ein Typ mit Bart? Xavier? What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Weißt du viel über Tatarasuna? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. Oh, war der eine andere? If there's anything you want to know, just ask away. Oh, ich hoffe, die verschont mich mit den technischen Sachen. Guten Abend, Heidi. Kennst du die Geschichte dieses Ortes? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Bitte weihe mich ein. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. Wie wär's mit Stichpunkten? Oh Gott, der wird mich jetzt so voll schwallen. Und go. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. Goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Das war Il Dottore. Anscheinend wurde die Geschichte, wie er mit der Zerstörung des Hoffunks das Chaos verursacht, nicht geändert. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Das heißt jetzt, der Doktor hat es jetzt nicht mehr gemacht wegen dem Herzen und dem Scaramouche, sondern einfach so, weil er scheinbar Bock drauf gehabt hat, weil er ein dämlicher Penner ist. Ich frag doch schon. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Richtig, deshalb möchte ich noch eine Frage stellen. Warum? Hör auf zu fragen, Traveler. Sure, go ahead. Hast du von einem Kabukimono in der Tatarasuna gehört? A kabukimono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman, for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabukimono where Tatarasuna is concerned. Kein Kabukimono. Was könnte Scaramouche immerhin so lang gestellt, dass er diese Aufzeichnung löschen konnte?
Wenn das so ist, dann will er wahrscheinlich die Welt verändern und alles wieder auf Null zurücksetzen, aber die ganzen Veränderungen scheinen bisher nur ihn zu betreffen. Danke, Xavier. Of course. Don't mention it. Ja, aber der hat doch einen Bart gehabt, oder? We're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Oh, ist das ein anderer gewesen? Looks like you got all the information you're looking for. Gehen wir zurück zur niederen Herrin Kusanali. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Warte, was? Hat die gerade gesagt, give your smile, Spino Crocodile? Was haut denn die in letzter Zeit alles für Sprüche raus, Alter? Danke, Paimon. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. So, jetzt halt. Mir geht's gut halt. Echo der Vergangenheit. Der Xavier, der war doch da oben immer, oder? War der nicht da? Da war doch irgendwo dieses dämliche Haus. Wo war denn das? Das da? Nee. Warum stehen denn da eigentlich zwei rum? Wo war denn der? Da vorne war er, glaube ich, nicht. War das da hinten rum? Ah, da war er. Okay, er ist hier aber auch nicht. Ich bin mein, es war ein Typ mit höherer Stimme und... Guck da ein Ding. Ah ja. Ich werde doch alle vermissen. Du kannst doch jemanden einfach Internet besorgen, dann habt ihr beide Internet und dann wäre das Problem nicht. In der heutigen Zeit fast unmöglich, aber ich weiß. Nur mal so. Haltung von Surasana. So, jetzt schauen wir mal. Hey, it's them. Man zeigt nicht einfach auf, Leute. Hey, das sind die. Akaba, Sawada, you're still here? Magst du 5 Stunden? Nee, ich denke mal schauen eine Stunde noch oder so. Hast du die immer noch über eure Schreibereien? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Was denn? Still looking for more info about Tatara Suna, huh? Should we join them? Nein, wir haben genug gehört. Geh mal weiter. Die beiden studieren ja auch den Vorfall in Tatarasuna. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Unfortunately, we haven't made any real progress. Könntest du ihn mir noch einmal zeigen? Oh nein. Of course. Du willst mich verarschen, oder? Oh, das sind die neuen Sachen, oder? Alter. Die meisten Sitzungsgerichte drehen sich um Yokai und strotzen nur so viel Besonderheit von Inazuma, nur ein kleiner Teil sprach von dem Fremden. Sie wissen, dass eine Person aus dem Volksmärchen, die in der Realität zum Vorschein tritt, sehr verdächtig ist. Ey, sorry, nee, egal wie geil es ist, so lange nicht. Okay, Hand aufs Herz. Wer hat es schon gespielt und hat es schon gelesen? Wer hat es wirklich komplett durchgelesen? Das ist halt einfach nur übel. Ich bin echt geschichtsversessen bei den ganzen Sachen, ne? Aber das ist ja einfach nur wow. Der Inhalt hat sich geändert, das kommt durch die Änderung der Informationen in Irminsul. Scarabus sagte, er wolle diesen Namen löschen, hat er alles aufgegeben, um sein Herz zu folgen, aber... Well, what do you think? Excellent. Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? Kein Problem. What did you find out? Something big? It's a long story. Das immer noch zu lang ist. Basically, we have some friends in Inazuma and... Erzähl den beiden, was sie über die Reiten Go-Kart und die Geschichten von Tatarasuna gehört haben. Wow. So many new details. Thank you so much for sharing that with us.
Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Armanoma clan, you say? Then I guess... ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Wir haben noch etwas zu erledigen, wenn wir uns entschuldigen würden. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. So, schauen wir mal, was jetzt die Nahida erzählt. Erst vor ein paar Wochen angefangen. Oh, dann hast du doch viel vor dir. Viele spannende Geschichten. Hallo, ich selbst. Nahida, we're here. Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. Wir sind zurück, um die Sache mit Scaramouche zu untersuchen. The Balladeer? This sounds like some kind of code name. Tatsächlich. You look troubled. Is there something you need to tell me? Selbst Nahida kann sich nicht erinnern, also ist sie auch von den Änderungen in Irminsul betroffen. Scaramouche muss sehr schnell gehandelt und seine Spuren gelöscht haben, bevor Nahida ihn aufhalten konnte. Dann bin ich also die einzige Person, die sich an die Löschung erinnern kann. Ich bin wieder der einzige Zeuge. Wahrscheinlich hier seine Schwester auch und die anderen. Hey, what's wrong? You look so upset. Es sind nur einige Dinge geschehen, an die nur ich mich erinnern kann. Ich muss euch jetzt die Wahrheit sagen. Schweren Herzens wird die Geschichte erzählt, die viele Jahre nur Bruchstücke existieren und jetzt erst wieder hier zusammengesetzt wurde. Es gab einst eine Person mit dem Namen Scaramouche, die von der Göttin der Blitze erschaffen und als Puppe in die Welt gesetzt wurde. Er hatte viele von Tatarasuna durchmachen müssen, als er glaubte, dass er zum 3. Mal von allen verraten worden war, verließ Scaramouche Inazuma und begann umherzuwandern. Er vertraute den Menschen nicht und hasste die Götter. Er trug seinen Hass über hunderte Jahre mit sich herum. Nachdem er seinen Körper gestellt hatte, kehrte er nach Inazuma zurück, um sich zu rächen. Mit göttlichen Herzen versuchte er den Thron der Gottheit zu besteigen und scheiterte aber im letzten Moment. Später drang er in Irminsul ein, wo er die Wahrheit über den Verrat an ihm erfuhr. Der Betrug machte sein ganzes Wesen aus und am Ende unternahm er die wahnsinnige Tat, um diese Tragödie auszulöschen. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was,
Only you remember that. Ich und Skalmund waren schon immer Feinde. Was ihn dazu bewegt, diese Dinge zu tun und warum er so skrupellos ist, das verstehe ich nicht. Will er, dass alles von vorn anfängt, jemanden retten, oder will er sich vollkommen selbst verleugnen? Glücklicherweise kann das alles wieder richtig gestellt werden. Ich habe eine endgültige und korrekte Lösung dafür und darauf läuft es schließlich hinaus. Ich erinnere mich noch an die letzte Frage, bevor er angefangen hatte. Er hatte sie mir gestellt und mein Zögern hatte ihm die Antwort verraten. Hat er gezögert, weil ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie die höhere Herrin Rukatevata ihre eigene Existenz ausgelöscht hat. Aber das konnte ich Nahida nicht sagen. Kurz gesagt, warum Scaramouche so entschlossen gehandelt hat, darf ich nicht aussprechen. Something else worrying you? Something that you can't share? Er hat etwas völlig Verrücktes getan, aber am Ende... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Ja. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Ja, am Ende wurde dafür sogar die Welt verändert. Die Verstorbenen haben keine zweite Chance bekommen und für dieses gequälte Leben gab es auch keine Erlösung. Gegen was hat er eigentlich versucht anzukämpfen? Dagegen verraten zu werden? Oder ist die Existenz selbst schon ein Fehler? Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. Was? It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Die Überraschung ist, dass dieser Eintrag wie ein Märchen wirkt. Is this a fairy tale? Die Handlung deckt sich mit meinen Aussagen. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the balladeer. Warum können die Charaktere nicht Deutsch reden? Weil sie sogar Geld dafür ausgegeben haben, ganz einfach. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pit. Oh. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox,
but its tail was too slender, and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet with Oh, furious ihre at this Pausen. happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." Ach, das Kätzchen ist das Skara, das habe ich gar nicht mitbekommen. The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer's story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Gefühl habe, dass das Leben weniger wiegt als eine Feder. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on,
This may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Wie lange möchtest du den Stream machen? Boah, wie viel haben wir denn jetzt? Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. Vielleicht ein halbes Stündchen noch oder so. Must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Gibt's da eigentlich noch irgendwas hier drin? Ah, gibt's kein Ding. Man kann da einmal im Kreis laufen, ne? Was sind denn die anderen Dinge eigentlich alles? Doch, da. Es ist schon mal 2 Uhr nachts. Es ist ja noch nicht mal 11. Das Bennett-Ritual, stimmt. Ja, dann machen wir jetzt, denke ich mal, naja, gut, vielleicht machen wir eventuell bloß eine Story-Fetzen jetzt dann noch, machen das mit dem Bennett noch und dann... Und dann denke ich mal, wenn wir dann langsam in die Richtung Ende gehen, von der Aufnahme. Ah, dann. So. We're here! What should we eat first? Ich habe die ganze Zeit über das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, als hätte ich noch etwas Wichtiges vergessen. Hey, are you gonna answer or what? Entschuldige, ich denke über etwas nach. Wie es einfach stehen lässt. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Was ist das? Plötzlich verschwanden diese wichtigen Hinweise in meinem Kopf über Irminsul, über Selbstauslöschung. Höre Herrin Druckatevata, verbosenes Wissen, Nahida. What is it? Have you figured it all out? Warte, ich erinnere mich, dass sie, die Hörerin Druckatevata, sagte, dass niemand seine eigene Existenz löschen könnte. Deshalb hat die Hörerin Druckatevata ihr eigenes Samsara erschaffen, die niederen Herren Kusanali, damit sie sich selbst aus Irminsul auslöschen kann. Das alles kann nicht sinnlos sein. Das... Why'd you jump up all of a sudden? Nein, Paimon kann ich jetzt nicht sagen. Paimon weiß ja auch nichts von der höheren Herrin Druckatevata. Aber es ist sehr wichtig, Scaramouche kann sich unmöglich allein vollständig gelöscht haben. Aber wenn es nicht vollständig war, was bedeutet das? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Oh. Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? The work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? Das ist Scaramouche. He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep
letting yourself get distracted. Ist der Hut nicht sau schwer? I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsetias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsetias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Wir folgen ihm. Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Bennett ist toll, der hat zermatscht auf dem Boden. Was? Take it easy. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt damit rauskommt. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? Psst. Oh, alright. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us! Mein Paimon, Alter, was ist You've los? been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Ich bin dir gefolgt. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? Ja. I have no recollection. Es ist sehr kompliziert, aber ich kenne dich jedenfalls. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. Ich kann es beweisen. Du bist eine Puppe, nicht wahr? A puppet? What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Ich möchte dich an einen bestimmten Ort bringen. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Gut. Then let's return to the city. Fuck, Alter, wenn er so bleiben würde, könnte ich fast mögen, aber ich glaube nicht, dass er so bleibt. Die pflanzen die verdammten Erinnerungen wieder in ihn und dann ist er wieder ein Arsch. Können wir die Arschifikation aufhalten? Weil ich meine, so wie er gerade ist, passt seine Ulti nicht zu ihm. Da kommt zurück, Klaus. Also wie er gerade ist, könnte ich mich sogar mit ihm anfreunden, verdammt. Denke ich mir, okay, er ist ja jetzt eigentlich voll in Ordnung. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me.
Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you and me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should... But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Und wieder hoch. Wir hätten den Teleporter auch gleich in den drin reinsetzen können, damit wir gleich drin sind. Bräuchte man nicht immer extra hochlatschen. Also Tipp, wenn ihr die Story macht, setzt einen Teleporter hier oben vor der Tür. Dann braucht ihr nicht immer 10 Kilometer laufen. Gut, so weit ist auch nicht, aber... Ja, ich verstehe Englisch mittlerweile auch besonders gut eigentlich. Vom Verstehen her. What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. Ja, erzählt der niederen Herrin Kusanagi von eurer Begegnung mit Wanderer auf dem großen Bazar. You say that you are trekking across to Vat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Shugenja? Shugenja, ja. Die Anhänger von Shugenja werden im Volksmund oft als Yamabushi gezeichnet, die in den Bergen übernachten. Jedoch leben die heutigen Yamabushi nicht mehr wie einst die Einsiedeleien oder sogar in Höhlen in Bergen, sondern ganz normalen Häusern, oft auch in der Stadt und Familie. Okay, also es sind dann so die, wo so rumwandern, so für so Einsiedler. Dann gute Nacht, Heidi. Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. Ich überlege nur, wie ich anfangen soll. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes.
Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Na, jeder erzählt in knappen Worten die Geschichte des Wanderers. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Hat er eigentlich schon Vision? Each choice a person makes belongs to a specific place and time. A chain of cause and effect. A cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. Wir waren immer Gegner. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Sicher. Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Das ist voll das coole VR-Display, Alter, weißt du? Wanderer. No matter what lies ahead, I'll face it. Whatever it takes. I'm just sorry that you have to join me for the whole thing. It's time to get ready. Na gut, machen wir das jetzt noch? Ach komm, scheiß drauf. Oh, das ist ein ganzes Ding, ne? Will ich das jetzt noch machen? 23:10 Uhr. Das ist fast ein bisschen arschig jetzt, aber wir hören jetzt an der Stelle auf. Weil ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Das dauert nicht zu lange. Was heißt nicht lange? Mehr wie 10 Minuten bin ich jetzt raus. Ah ja, Bennett-Ritual machen wir noch. Weil dann machen wir hier an der Stelle beim nächsten Ding weiter. Und dann bin ich raus. 10 Minuten sind, mehr wie 10 Minuten sind nicht mehr kurz.
Und dann ganz schnell wird aus 10 bis 20 Minuten eine halbe Stunde. Eure Zeitangaben kenne ich mittlerweile. Das war schon öfter so. Es dauert nicht mehr lang. Es dauert nicht mehr lang. Und dann bist du hier noch eine Stunde am Hocken. Achso, das ist das Ding, ja. Es dauert nur 5 Minuten, ja. Oh, wo ist denn der Spacko? Da ist er. So. Bennett ist bereit für Action. Huah. Oh nein. Es ist so schlimm. Er stürzt ab. Dabei mögen wir doch alle so sehr, dass wir ihn am Boden zerstellen sehen wollen. Wow. Bennett down. Bei dem Sindalen auch. Eine Nummer dauert immer, es ist etwas länger. Aber weil wir doch schon dabei waren, machen wir es halt noch ein zweites Mal. Ja, ich renne halt auch nicht einfach nur durch, ich schaue mir halt alles an. Ich hätte vorhin diesen Text auch gelesen, wenn ich hier alleine gewesen wäre, aber im Stream nicht. Das wäre der einzige Grund, warum ich einen Skara auch haben möchte. Damit ich ihn auch da runterschmeißen kann. Auch wenn er natürlich jetzt ein netter Typ erstmal ist, aber schauen wir mal, was dann abgeht. 50 Sekunden noch. Wir müssen kurz warten. Ja, die Geschichte beim Wanderer ist schon cool gemacht irgendwie. Und natürlich, was in Skara passiert ist am Ende, ist alles natürlich echt übel gewesen. Aber wie wir es ja schon ein paar Mal gesagt haben, das macht es halt nicht besser, was er alles angestellt hat. Am Ende braucht es dann 3 Stunden pro Stream, um die Charts runterzuschmeißen. Nö, nicht wirklich. Das geht ja relativ schnell. Ach so, wenn ich mehrere habe. Kann man eigentlich auch die Quest mit einem 300-Meter-Kill machen? Der Doktor ist so krass, also der ist echt ein Charakter, also wenn die den dann auch irgendwie gut machen wollen, nee, sorry, das geht irgendwie überhaupt nicht. Jetzt bei Scaramouche kann ich es noch irgendwie nachvollziehen, so dieses ganze Drumherum zeigt halt, dass er so oft betrogen und verarscht wurde und richtig schlimme Sachen passiert sind, dass man ja nachvollziehen kann, warum er diesen Hass entwickelt hat und alles. Was es, wie gesagt, aber halt nicht besser macht, was er alles angestellt hat. Aber der Doktor ist halt richtig übel. Leck mich fett. Ich meine, er hat ja jetzt schon viel Scheiße veranstaltet, ne? Und man hat ja auch im Manga gesehen, was er teilweise macht. Skara mit hinstellen und springen. Nein, nein, Schnauze, Bennett. Wie ich jetzt aufmucken will. Aber der Doktor ist halt so... Was der für Sachen teilweise wegen seinen Experimenten gestartet ist, kannst du nicht mehr vereinbaren, dass du irgendwie sagst, okay, naja, er hatte eine schlimme Kindheit, da würde ich jetzt auch anfangen, an Leuten rum zu experimentieren. Bennett down zum zweiten. Achso, die Dinger gehen ja weg nach der Zeit, ja. Hat Bennett eigentlich auch Flügel? Ja, die kann ich auch auswählen, wenn ich möchte. Nahida schwebt zum Boden, während jetzt müsste hinten im Hintergrund der Bennett einfach vorbeifahren, so putz, und nach dem Boden wieder aufschlagen. Darf ich die sehen? Das ist dasselbe wie die da. Die kann ich ja selber ausrüsten. Die Charaktere haben ja keine eigenen Dinger. Bennett bekommt keine Flügel. Der bekommt einen Stein. Ja, das ist ja bloß bei Zierde, kannst du es halt auswählen. Windkleider hier.
Den brauchen wir noch. Bald 58, ja. Wobei es schleppend vorangeht. Aber eins brauchen wir noch. Sumeru. Wir holen uns jetzt unten noch das Ding ab. Weil wir sind ja auf Stufe 6 gekommen. Mit dem Ansehenszeug. Ah, okay, jetzt bekommen wir diese Stände. Im nächsten bekommen wir dann das Rezept Biryani. Und dann bekommen wir den Dendrokulus Resonanzstein und dann den Dendro Schatzkompass. Das sind wir näher, es dauert noch ein bisschen, aber wahrscheinlich sind wir in 1,5 Monaten erst so weit oder so, um das alles zu kriegen. So, Bennett ist zweimal down. Skara hat sein Gedächtnis verloren. Schauen wir mal, was dann abgeht. Die Events gibt es jetzt dann auch wieder. Das Kartenspiel gibt es noch. Schauen wir mal, was uns da so alles abgeht. Aber ja, dann hätte ich gesagt, das war's dann heute mit dem Stream. Mal schauen, wie es nächste Woche läuft. Gute Nacht, Klaus. Boah, erstmal einen weggehen hier. Es ist 23:17 Uhr, ich bin schon so müde wie Sau. Verdammte Inventur heute. Genau, adios amigos. Arya Deva. Ist irgendwie schlimm, wenn man weiß, dass der eigentlich anders da aussieht und dann bloß so ein Bart angeklebt hat. Dann wünsche ich an der Stelle allen eine gute Nacht. Und man sieht sich hoffentlich entweder zum nächsten Genshin-Stream oder zu einem anderen. Schauen wir mal, nächste Woche kommt ja auch Crisis Core raus, ne? Das Rebirth Remake. Nein, das Crisis Core Remake Rebirth. Schauen wir mal. God of War müssten wir auch mal wieder weiterspielen. Ja, schauen wir mal. Wie und wann. Ja, also nochmal, danke an der Stelle für euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und meinetwegen auch einen schönen 3. Advent. Falls euch das interessiert. Und bis zum nächsten Mal. Servus.